Carla Harding. Kommen Sie bitte. Hello, Brian. Hi, Carla. We're on brand. Strong blue, strong red. We're winter. That's what are you winter? I don't know. Okay. Bist du Winter? Sorry, I had my colours done a while back. Ich habe meine Farbberatung früher schon ganz lang vorher gecheckt. That's a whole other seminar. Bless you. So, Carla, you were part of the first ever 24/7 prayer room. I was, yes. It was utterly terrifying. Also die Carla, ich war Teil dieser ersten 24/7 Gebetsinitiative und es war am Anfang wirklich erschreckend. I was 18 years old. Ich war 18. I had just moved away from home for the first time. Ich bin das erste Mal von zu Hause ausgezogen. I'd arrived in this beautiful city called Chichester. Und ich bin in diese wunderschöne Stadt gekommen, die Chichester. Oh, that's really hard. Chichester. Okay, Chai for short. Okay, Chai. Also, wunderschöne Stadt, die Chai heißt. And I was a Christian. Und ich war schon ein Christ. But I was asking questions about my faith. Aber ich habe mir viele Fragen gestellt über meinen Glauben. I was asking myself, Ich habe mich gefragt, is my faith about my Sunday social life? geht es in meinem Glauben nur um meinen Sonntag? Or does Jesus get a say on my Monday to Saturday? Oder soll Jesus auch Mitsprache haben von Montag bis Samstag? Does my faith matter about my decision making? Hat mein Glaube eine Auswirkung darauf, wie ich mich entscheide? How I spend my money and my time? Wie ich mein Geld spende oder wie ich mein Geld ausgebe und wie ich meine Zeit verbringe? My relationships? Meine Beziehungen gestalte? And in the midst of all this question asking, Und ich habe mir diese ganzen Fragen gestellt. I walked into a church called Revelation. Und mit diesen Gedanken im Kopf bin ich in eine Kirche gegangen, die heißt Offenbarung, die Offenbarungskirche. Complete honesty, Wirklich, ganz ehrlich. I chose the church for 2 reasons. Ich habe diese Kirche gewählt aus 2 Gründen. First, it had energy and vision. They had what? They had energy and vision, Okay, yeah. die haben wirklich Energien und eine energievolle Vision gehabt. And second, they had a lot of single men. Und zweitens, sie hatten viele Single-Männer. Good reason to join a church. Das ist ein wirklich guter Grund, die Kirche zu wählen. My first Sunday. Mein erster Sonntag. It's true, I did. Es stimmt, so war es wirklich. Yeah, there were loads. Ladies, I'll give you the address later. Sorry, carry on, Carla. My first Sunday. An meinem ersten Sonntag dort I'm listening to the notices. habe ich zugehört bei den Ansagen am Schluss. And a woman stands up. Und Notices ist Ansagen. Oh, like information. It's prayer, it's information. Yeah, okay, then I got it right. Okay, wirklich die Ansagen. Und eine Frau ist aufgestanden. And she says, who's going to pray 3 till 4 a.m.? Und sie hat gesagt, wer von euch betet von 3 bis 5 Uhr in der Früh? And this seemed completely normal. Und das war total eine normale Frage dort. I was like this. Und ich habe gedacht, hä? I was also doing this. Und ich habe auch weggeschaut. Don't make eye contact. Mach ja keinen Blickkontakt. The truth was, I had arrived in Chai Die Wahrheit war, ich bin dort in Chai angekommen with a guilty secret. mit einem ganz schuldigen Geheimnis, mit einem beschämenden Geheimnis. I couldn't pray. Ich konnte nämlich nicht beten. I really couldn't pray. Ich konnte wirklich nicht beten. I have a big mouth. Ich habe einen großen Mund. On a stage, I can pray. Auf der Bühne kann ich gut beten. Ich habe eine große Klappe. I can worship. Ich kann Lobpreisen. I can join in an event. Ich kann mich einbringen in solchen Events. But alone, Aber alleine, in my room, in meinem Zimmer, I did not know how to talk to God. wusste ich einfach nicht, wie ich wirklich mit Gott reden soll. I would try really hard. Und ich habe mich wirklich sehr bemüht. Do this with me. Sounded a little different. Okay. So it's not the toilet. Sorry, I was wrong. Also, that's how you prayed? So hat sie Yeah, gebetet. like I was really trying. Really? Really trying. Also jetzt wirklich probiert. Wirklich.
God, I really want to talk to you. Ich möchte wirklich mit dir reden. I've forgotten everything I wanted to talk to you about. Ich habe jetzt wieder alles vergessen, über was ich mit dir reden wollte. But I'm here. Aber ich bin da. And what am I going to have for lunch? Und was soll ich heute kochen? I was incredibly easily distracted. Ich war so schnell zerstreut. And being alone and in silence Und alleine zu sein und in Stille felt like a punishment for an extrovert. hat sich für mich wie eine Bestrafung angespürt. So when I arrived at this church and they were praying night and day, So wie ich dorthin gekommen bin in diese Kirche und die haben Tag und Nacht gebetet, I was scared my secret would be out. hatte ich Angst, dass mein Geheimnis offenbar werden würde. I avoided the prayer room. Ich habe den Gebetsraum vermieden. I was really scared that I would break the chain of prayer. Ich hatte Angst, dass ich diese Gebetskette unterbrechen würde. Has anyone ever been worried about that in a 24/7 prayer room? Jemand von euch hat jemand schon mal Angst gehabt in 24/7? Okay. I wasn't entirely sure I could stay awake from 3 till 4 Und ich a.m. war auch nicht sicher, ob ich von 3 bis 5 munter bleiben könnte. But a very good friend Aber ein guter Freund invited me to her hour. hat mich eingeladen, in ihre Stunde mitzukommen. She said, no pressure. Sie hat gesagt, kein Druck, kein Druck. You stay for 10 minutes. Du bleibst einfach 10 Minuten. I'll continue the chain of prayer. Und ich mache diese Gebetskette, ich mache sie weiter. So I went. Dann bin ich gegangen. And that prayer room was nothing like I expected. Und dieser Gebetsraum, der war nicht, was ich mir erwartet hatte. I expected a duty. Ich hatte mir vorgestellt, das wird Pflicht, reine Pflichterfüllung. I expected a good Christian activity. Ich habe gedacht, das wird eine ganz gute christliche Übung. I found a person. Aber ich habe dort eine Person gefunden. God was waiting to get me into the prayer room. Gott hat schon gewartet, dass ich da endlich reinkomme. He turned it into my classroom. Er hat es zum Klassenzimmer für mich gemacht. And he showed me I wasn't bad at prayer. Und er hat mir gezeigt, dass ich nicht schlecht bin im Gebet. I just hadn't learned my way to pray yet. Aber ich habe noch nicht meine Art und Weise gefunden zu beten. So I learned to pray by praying in the first prayer room. Und so habe ich gelernt zu beten. Also in diesem ersten Gebetsraum habe ich gelernt, auf meine Art und Weise zu beten. So how did that affect the rest of your life? In a brief kind of non-20-year epic. But sorry. It's not been 20 years. Don't make me older. Ich bin noch nicht 20 Not Jahre. yet. 18. In den Close. letzten 18 Mass or Jahren. menace? Go on, sorry. I think you're so beautiful, really. Thank you. I knew I liked you. Thank you so much. Also ich finde, sie ist wirklich fesch. Also da, genau. It's been over half my life since that prayer room. Es hat mein ganzes Leben verändert seit diesem Gebetsraum. And it's changed everything. Es hat alles verändert. No hyperbole. Is that no exaggeration. Nein, es ist keine Übertreibung. Es hat wirklich alles verändert. I love how Jesus talks in John 15. Ich liebe es, was Jesus zu uns sagt in Johannes Kapitel 15. He invites us to remain in him Er lädt uns ein, in ihm zu bleiben, as he remains in us. so wie er in uns bleibt. He invites us into connection and relationship. Er lädt uns ein, mit ihm verbunden zu sein. And the conversation I started in that smelly, creative prayer room. Smelly? Yeah, it was smelly. Okay, und die Beziehung, die ich gestartet habe in diesem etwas riechenden Gebetsraum, There was a lot of students in there, da waren late at viele, night. without shoes. Okay, da waren viele Studenten dort, auch ohne Schuhe. Has taught me to remain in contact with Jesus ever since. Dort habe ich gelernt, mit Jesus in Kontakt zu bleiben, mit ihm in Beziehung zu leben. And just as he warns us in John 15, Und genauso wie er uns warnt in Johannes 15, you can't remain in him and stay the same. wir können nicht in ihm bleiben und die gleichen bleiben. He shaped me. Er hat mich zurechtgestutzt. He's helped me bear fruit in my life. Er hat bewirkt, dass ich Frucht bringe in meinem Leben. And he's given me a strength that's carried me through every year in every situation. Und er hat mir eine Stärke gegeben, die mich durch die Jahre und durch die verschiedenen Situationen getragen hat. Before I went into the prayer room, my faith was a bit like a permanent first date with Jesus. Bevor ich in den Gebetsraum gekommen ist, war mein Glaube wie ein immer wiederkehrendes erstes Date mit Jesus. Great fun, good events. Tolle Geschichte, tolles Event. I tried to show him only my best bits. Ich habe ihm nur meine besten Seiten gezeigt.
But I didn't let him very close. Aber ich habe ihn nicht wirklich an mich rangelassen. And I didn't get to know him very well. Und ich habe ihn nicht wirklich kennengelernt. Since the prayer room, Seit ich in den Gebetsraum gewesen bin. bit of a weird metaphor, but it's kind of like we've been courting and getting closer and closer in intimacy, friendship and relationship. Kommen wir uns näher und näher und näher und es wird intimer und die Freundschaft wächst. Even down to I am not a teacher or a children's TV presenter, as I thought I might like to be. Also meine Vorstellungen für mein Leben waren, dass ich ein Lehrer werde oder I'd love to be a children's TV presenter. oder am Kinderkanal ein Moderator. I now have to tell other parents at the school gates that I help people pray for a living. I have to tell people that I help people pray for my job. Okay, also ich muss jetzt anderen Menschen erklären, dass, again, people are praying for your job? No, I help them pray. You help them. That's your job now. That's my job now. Sorry, I got it. I got it now. Okay, also ich erkläre jetzt den Menschen, dass ich Menschen helfen, beten zu lernen. So if you could say one thing to an 18-year-old or someone younger in this room today, what would it be? That one thing. Wenn du eine Sache sagen würdest, den 18-Jährigen hier, was würde es sein? I'm going to be cheeky, I've got two. Ich muss leider ein bisschen schummeln. I'll be Ich habe quick. 2 Sachen, die ich gerne sagen möchte. Please. One is, Das erste ist, if you think you're bad at prayer, you're not. wenn ihr denkt, ihr könnt nicht beten oder ihr seid schlecht im Beten, das stimmt nicht. You were made to hang out with God. Ihr seid dazu erschaffen, mit Gott herumzuhängen. Experiment and find your language. Probier es aus und finde deine eigene Sprache. Second, Zweitens, if you've been on this journey for a long time, wenn du schon auf einer langen Reise bist mit Gott. I was praying on Thursday morning Ich habe am Donnerstag in der Früh gebetet and I had an impression of Jesus with me. und ich hatte den Eindruck, Jesus ist bei mir im Gebet And I felt like he was saying to me, und ich habe Gefühl, der sagt zu mir, is this enough? ist das genug? And it wasn't a rebuke, And it wasn't negative, es war nicht negativ, es war keine Anklage, keine Kritik. it was an invitation. Es war eine Einladung. Is this enough? Ist das schon genug? Or do you want more? Oder möchtest du noch ein bisschen mehr? So whether you are on the beginning of this journey or a good way through it, Egal, ob du am Anfang der Reise bist oder schon ein bisschen weiter. come, there's more. Komm, es gibt mehr. Beautiful. Thank you so Wunderbar. much. Danke, Carla. Come on, Danke sehr. thanks, Carla.